Heute ist der Sonntag, der 14. Dezember 2025. Bevor wir mit dem Talmud Himanol weitermachen, wollte ich dich zu etwas fragen. Und zwar hattest du geschrieben, dass dadurch, dass die Bibliothek von Alexandria von den Christen niedergebrannt wurde, dass die Menschheit technisch um circa 200, 300 Jahre, glaube ich, zurückgeworfen wurde. Richtig. Weil dort so viele... Das sind Aufzeichnungen drin gewesen, technische Aufzeichnungen drin gewesen, die vernichtet worden sind. Ja. Und was nachher gegangen ist, weiss ich nicht. Es ist, ob die wieder aufgebaut worden ist und wie sie aufgebaut worden ist, das weiss ich nicht. Jedenfalls hat die Bibliothek weiterhin nachher noch ein Stück weit bestanden. Ja. Wie mir gesagt worden ist, ich konnte es nicht selber feststellen. Ich bin nicht mehr drinnen gewesen, ich habe das nicht mehr gesehen und ich weiss nicht, was dann gegangen ist. Ja. Aber es ist, was verbrannt worden ist alles das, was hätte sollen kommen, ist zurückgerührt worden, also vernichtet worden und hat die Entwicklung etwa um 230, 40 Jahre hat's zurückgerührt. Ja. Und mein Gedanke war, dass im Internet ist ja viel Wissen zugänglich. Mhm. Aber das wird ja nicht so bleiben, sondern das Internet wird ja immer mehr zensiert. Ja. Und ob es sinnvoll wäre, oder dass Leute darüber nachdenken, Dinge sozusagen, die wichtig sind, zum Beispiel wichtige Erfindungen, die jetzt noch nicht umgesetzt werden, aber die Patente sind schon da, als ein Beispiel, aber auch andere Dinge, dass man die sozusagen sichert, bevor sie nicht mehr zugänglich sind. Ja, das wäre eigentlich das, was der Mensch müsste machen. Das ist aber nie gemacht worden. Und es ist einfach so, dass heute die Sachen einfach auf längere Zeit gespeichert werden. Da ist zum Beispiel da im Norden von Europa, haben sie da, wie soll ich dem sagen, Untergrundspeicherung, wo die Sachen über Jahrhunderte kann gespeichert werden. Aber inwieweit das wirklich funktioniert, das ist mir nicht bekannt. Ja, und vor allen Dingen ist das dann wieder unter Konzern oder staatlicher Kontrolle, wo die Allgemeinheit wieder nicht drankommt. Richtig, das ist der Fall. Also ist das im Grunde dann doch wieder verloren. Ja, ja. Denn du hast ja Tesla private Sachen, die wichtig wären, gehen den Weg unter. Die wären nicht einmal registriert. Die wären nicht aufgezeichnet in dieser Art und Weise, dass sie über Jahrhunderte erhalten bleiben oder sogar Jahrtausende. Es ist einfach so, dass das, was der Mensch privaterweise macht, wo wirklich sehr wertvoll wäre, vom Staat nicht anerkannt wird, weil dort einige hocken, die meinen, sie wissen alles, sind absolute Besserwisser, die in Wirklichkeit nichts wissen, nichts können und nichts verstehen. Ja, denn es gibt Patente, die sind im Grunde unserer Zeit voraus, aber sie sind schon zugänglich. Es versteht nur noch, weil das ist dann nur eine Handvoll Leute in der Welt, die das eigentlich verstehen. Ja, das ist verteilt auf ein paar wenige Leute rund um die Welt unter Umständen, aber sie können nichts anfangen damit, weil es nicht anerkannt wird. Ja, aber oder verfälscht wird, oder einfach verfälscht wird, oder? Wie man die Sachen verfälscht hat, früher schon, zur Zeit, wo
die ersten Flüge stattgefunden haben, wo es heisst, es sei Gebrüder Wright gsi, oder? Dabei ist es ein Deutscher gsi, der sehr schmal geflogen ist auf der Erde mit einem selbstbastelten Flugzeug, wenn man so sagen will. Es sind eigentlich nur Flügel gsi, aber er ist der Erste gsi, wo geflogen ist, wirklich geflogen ist, oder? Und das ist ein Deutscher gsi und nicht ein Amerikaner, Gebrüder Wright. Aber das wird bis heute geleugnet, oder? Ja. Der normale Bürger, der irgendetwas erfindet und irgendetwas zwegbringt und wirklich wertvolle Sachen bringt, der wird einfach missachtet und unter den Tisch gewischt. Das ist halt eben Geschichtsschreibung. Ja. Aber ja, auch das wäre ja wichtig, sowas zum Beispiel. Es gibt ja einige unabhängige Journalisten, die gute Sachen ins Internet stellen, wie Seymour Hirsch. Ja, dort mal hat's da zum Beispiel, da hat's dort mal noch eben kein Journalismus gegeben in dieser Art und Weise, dass man es hat können weltweit verbreiten, dass das Internet existiert hätte und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr viel später gekommen. Ja, aber es geht darum, sollte man jetzt die Informationen, die noch im Internet zugänglich sind, jetzt sichern? Es wird einfach abgestritten. Nein, du verstehst mich, glaube ich, nicht. Es geht darum, wenn im Internet, das Internet wird irgendwann nicht mehr gewesen, so Ja. wie es ist. Oder teilweise abgeschaltet und Ja. so weiter. Ja. Und dann gehen, weil die Server dann abgeschaltet werden. Ja, wie willst du geht das aber speichern? Wie willst du das erhalten? Es wird einfach abgewürgt. Es wird als nicht wahr erklärt. Die Wahrheit will nicht gewusst werden. Es wird bestritten, es wird unterbunden, genauso durch bestimmte Medien, die regierungsabhängig sind, oder? Wo das machen, was die Oberen an der Regierung, die Mächtigen, erzählen, die korrupt sind, noch und nöcher. Ja, daher zielt meine Frage darauf ab, ob es sinnvoll wäre, dass Leute privat für sich oder eben dann vielleicht auch in Form einer kleinen Firma oder so die Sachen anfangen, danach zu suchen und zu speichern. Das wäre absolut in der Ordnung, das wäre sogar sehr gut. Aber wenn du das machen willst, dann funken dir mit Sicherheit früher oder später die von der Regierung drin und würgen alles ab. Nach Möglichkeit tun sie alles zusammen vernichten. Oder lassen dich sogar umbringen, oder? Selber machen sie es ja schwerlich, aber sie stellen einfach Leute an, um dich umbringen, dass das Zeug aus der Welt geschaffen wird. Und da habe ich eine gute Erfahrung diesbezüglich, oder? Und das ist auch beweisbar durch eine, die es miterlebt haben, oder? Was jetzt zum Beispiel war mit den 2 Drohnen, die eine die auf mich geschossen hat und nachher auf 2 Kilometer Höhe zur Explosion gebracht worden ist. Die hinter der Küche explodiert ist mit einem Höllenkrach, schlimmer als ein Donnerschlag und so weiter und so fort. Und das wird aber geheim gehalten, das wird abgestritten, wird unter den Boden gewischt und fertig, Schluss und aus und Amen. Ja. Oder? Die Wahrheit darf einfach nicht durchdringen. Oder? Ja. Und wenn du gehst, schauen, woher die Drohnen gekommen sind, eine haben sie ja den Jakobus und den Pius haben sie noch beobachtet, eine dritte, wo da oben umeinander war, oder? Nachdem, dass mir bereits auf mich geschossen worden ist, oder? Und das wird einfach geheim gehalten, wird unter den Tisch gewischt, oder? Es gibt Zeugen dafür, dass es tatsächlich passiert ist, oder? Wie das da einer, wo sie mich von einer Drohne her haben wollen abschiessen, wo sie sehr wegen geknallt hat, dass Bernadette im Büro verschrocken ist, oder? Ja.
und so weiter und so fort. Aber da kannst du nichts machen. Es wird einfach abgestritten. Es wird genauso abgestritten, das, was das Militär da oben geleistet hat mit den Helikoptern, die von Amerikanern Züge sind und das sogar fotografiert haben, dass Schweizer Militär spionieren tut da oben, oder? Und so weiter und so fort. Da kannst du als normaler Bürger kommst du nicht durch, kannst nichts machen dagegen. Mhm. Und die primitive Technik, die sie heute haben, zum Krieg führen, das ist schon in den 40er Jahren, habe ich das mit dem Sfat gesehen und erlebt, dass das die grösste Idiotie von Kriegsführung ist, wo bisher überhaupt stattgefunden hat, oder stattfinden tut. Oder? Das ist ja so primitiv mit diesen Drohnen, dass das bereits lächerlich wirkt. Ja, aber die Wirklichkeit, was wirklich hinter allem steckt, das wird von oben aus, von den Regierenden, wird das bestritten und schauen, dass alles unterdrückt wird. Ja. Oder? Obwohl das ganze Dings, der ganze Krieg, der geführt wird, auch wenn es zigtausende von Toten gibt, oder? Es ist eine völlige Lächerlichkeit. Mit diesen Drohnen Krieg führen. Eine absolute, wirklich Lächerlichkeit. Warum meinst du Lächerlichkeit? Das verstehst du nicht. Weil es nicht die Technik ist, wo eigentlich bereits in der wie soll ich sagen, die schon in der Ausführung ist oder wo geplant ist, dass der nächste Krieg, wo vorgesehen ist, wo vorprogrammiert ist, geführt wird damit. Ja. Das ist nur ein Geplänkel, was da geführt wird, obwohl es zigtausende von Menschenleben kostet und Zerstörungen hervorruft und so weiter und so fort. Und das, was Israel macht, der Netanyahu, der Massenmörder, ist genau dasselbe, was in der Ukraine oben passiert. Ja, du meinst, die Waffen sind schon viel weiter, im Geheimen. Richtig. Ja, das sind schon, die haben schon Waffen, die können sich die Leute gar nicht vorstellen. Ja. Und das ist praktisch, mit diesen Drohnen ist nicht nur, es ist eine Lächerlichkeit ohne Gleiche, sondern ein Verdecken von dem, was wirklich kommt. Ja, zum Verheimlichen, was wirklich auf dem Weg ist, was kommen wird. Ah ja. Ja, im Vergleich sind das sicherlich Spielzeuge. Ja. Also im Vergleich halt. Also ja, eben, wenn ich sage, eine Lächerlichkeit. Ja. Mhm. Und das kann sich der Bürger überhaupt nicht vorstellen. Ja. Der meint, das sei jetzt wirklich die Technik, die es braucht, um den Krieg zu führen. Ja, das ist ja, denke ich, die Idee. Man will ja möglichst viel Geld ausgeben. Ja. Und dafür braucht man halt viel von diesem... Ja, darum, ja. Da wird jetzt Geld hergeschaffen, oder? Dass das erst recht kann entwickelt und aufgerüstet werden in diesen Mörderarmeen, oder? Das ist der Weg. Und darüber macht sich das Volk keinen einzigen Gedanken. Das wird gesteuert von oben runter. Ja. Ja, zum Beispiel Strahlenwaffen oder ähnliches, da brauchst du nicht viele Einheiten. Genau. Ja? Und kannst aber ganz viele Leute entweder lahmlegen oder auch töten. Ja. Aber das ist halt nicht teuer im Verhältnis. Ja. Und deswegen, und man will den Leuten auch die Technik noch nicht offenbaren. Ja, logischerweise nicht. Ja. Man will das geheim. Sie wollen geheim halten von dem, was bereits existiert und weiterentwickelt wird und kommt. Ja. Oder? Und ich nehme an, das wird dann nachher eben gerade in den USA gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt. Ja, genau. Ja. Dafür ist das. Und
dahinter steht noch heutzutage bereits zu rund 30% das KI, wo kommt. Und das gibt eine Höllenkatastrophe. Ja, weil das ist Weltweit. KI-gesteuerte Waffen, ne? Ja. Die, ja. Ja, und das KI wird sich gegen die Menschheit selber richten. Ja, ist dann der nächste. Das ist unvermeidbar. Ja. Ja, ist schon viel zu weit verbreitet und auch. Das habe ich schon gesagt, bevor überhaupt das KI aufgekommen ist. Von dem steht in den Berichten, in nachweisbar steht es in den Berichten, in den alten Berichten. Ja. Da hat es noch gar keine KI gegeben. Ja. Ja, das ist einfach schon zu weit fortgeschritten alles. Ja. Das, die es halt jetzt kritisieren, auch im führende KI-Wissenschaftler, die werden halt einfach ignoriert. Ja, logisch. Also die werden vielleicht interviewt, aber es geht einfach weiter. Es ist alles viel zu weit fortgeschritten schon. Es ist schon der Fehler, dass man überhaupt das erlaubt hat, dass das KI aufgekommen ist. Ja. Dass man hat können anfangen verbreiten, dass man anfangen hat können schaffen mit dem KI. Ja. Das ist bereits zu rund 30%, also zu einem Drittel praktisch, ist es bereits so weit, dass das KI schon regieren tut. Ja. Ja, hatte ich dir ja erzählt. Ich hatte nach Genozid in der Bibel gesucht und ChatGPT, also die freie Version zumindestens, hat dann anfangs mir noch so ein paar Beispiele gegeben und als ich dann eine Auflistung haben wollte, dann ist fertig. War vorbei. Da hat es dann gesagt, das verstößt gegen die Richtlinien. Ja. Dabei ist das ja eine einfache Suchaufgabe gewesen. Logischerweise, ja. Und hat es aber nicht mehr ausgeführt. Ja. Und dann eben nur ein also das KI bestimmt bereits, was soll sein, was darf sein und nicht darf sein. Ja, und vor allen Dingen hat es dann auch immer gleich dazu geschrieben, dass das im historischen Kontext zu sehen ist und Wissenschaftler interpretieren oder Linguisten interpretieren das so und so. Also hat es gleich sozusagen das zu beschwichtigen und so als ob es nicht in der Bibel stünde oder wie ich das zu verstehen hätte. Hat es gleich versucht zu erklären, obwohl die Aufgabe habe ich ja nicht gestellt. Ich habe ja nicht gefragt, wie ich das zu verstehe, sondern ich habe gefragt, liste mir das einfach nur auf, also ganz neutral. Und es hat es eben angefangen, aber das ist schon zu viel. Da wird schon angefangen mit Verheimlichung, wie tatsächlich die Sache stattgefunden hat und so weiter und so fort. Der Mensch soll nicht informiert werden, was wirklich war und was wirklich ist und was effektiv kommt. Das soll ein Mensch verheimlicht werden. Er soll überrannt werden von allem, von dem, was zukünftig kommt. Ohne dass er eine Gegenstimme erheben tut, ohne dass er sich wehren kann. Ja, die Menschheit wird halt auch von allen Seiten bombardiert. Auf der einen Seite immer mehr Umweltgifte, was schlecht für die Gesundheit ist. Ne? Dann, was sich dann auch wieder auf den Energielevel auswirkt, wodurch man auch schlechter wieder denken kann. Wenn man wenig Energie hat, hast du auch wenig Energie zum Denken. Ja. Dann auch zum kritischen Denken fehlt dir dann die Energie. Ja. Weißt du, was hat mir der Geschäftsmann, wo mir den Tumbler gebracht hat am Freitag, was hat der gesagt? Ja, keine Ahnung. Menschheit verblöde immer mehr und mehr. Ja, und dann auf der einen Seite schlechtere Musik, war eben gerade im Radio, dass die Musik immer primitiver wird im Grunde. Ja, es ist ja gar keine Musik, ist ja gar keine Musik mehr, ist ja nur noch Radau, ist ja nur Krach, aber es ist nichts mehr von Musik. Ja.
dann, Und wenn du den Fernseher aufmachst, dann kommt da sofort der Voice of Germany. Oder? Und wenn du dort gehst, hören, es ist nur ein Gekreischen und das Geheule, es ist ja keine Musik mehr. Oder? Da stehen die Leute vor dem Mikrofon her oder haben das Mikrofon vor dem Maul oder, und kreischen und johlen und heulen und brüllen drin rein, aber es ist ja keine Musik mehr. Es ist ja kein Gesang und nichts mehr. ja, und egal. Es ist richtig verkommen. Ja, und die Ärzte und vor allen Dingen die pharmazeutische Industrie hat mehr Interesse daran, dass du krank bist, als dass du gesund bist. Ja. Wenn du gesund bist, verdienen sie ja nichts. Ja. Architektur wird immer Ja, und- primitiver. Ja, und sie wollen nur noch die Jungen. Die Älteren sollen ja nicht einmal mehr Medikamente bekommen. Von 60 Jahren darauf soll niemand mehr Medikamente bekommen. Wie nicht mehr? Ja. Warum? Da verdienen sie doch dran, wenn du Ja, Medikamente... krepieren, dass nur Ach noch so. die Jungen Ja. da sind, am Ruder sind, oder? Ja, da stecken wieder die Rentenkassen da auch. Ja, genau. Die wollen ja nichts auszahlen. Ah, ja. Ne, die wollen Ja. am besten du stirbst. Also, am dann letzten wird ein Arbeitstag. Medikament abgeschraubt, wo sie bringen, wo sie brauchen, dass sie können weiterleben. Ja. Ja, Oder? ja, genau. Und das ist nicht nur proklamiert worden in den Zeitungen, oder sondern in sämtlichen Medien, auch im Fernsehen. Ja, auf einer Seite wird das also das Rentenalter immer weiter hochgeschraubt Ja, und auf der gleichen Seite ja versuchen sie eben. Der dich. Mensch soll immer mehr arbeiten, Ja. oder? Ja, natürlich, arbeiten tut gut, arbeiten tut jung erhalten, oder? Das ist ganz klar. Aber es geht ja eigentlich nur ums Geld, oder? Ja. Dass sie später müssen zahlen. In der Zwischenzeit, wenn sie länger müssen arbeiten, dann krepieren sie in dieser Zeit, oder? Ja. Dann müssen sie keine Rente zahlen. Ja, genau. Und gleichzeitig die Medien werden immer primitiver Ja. und eben nicht mehr ausgewogen, sondern einseitig. Richtig. Also immer mehr geht es Richtung Propaganda. Genau, Da das können ist sich die Leute halt nicht mehr, du kannst dich gar nicht gegen alles wehren. weißt Ja. du? Es ist ja auf allen Es geht ja nicht einmal um es Wehren. Es wäre ja ein Wunder, wenn sich der Mensch würde wehren. Er ist ja gleichgültig und verantwortungslos geworden und unternimmt nichts mehr. Oder? Ja. Solche Massenmörder, wie man hat da in Israel und der Netanyahu oder im gleichen Fall in der Ukraine mit dem korrupten, oberkorrupten Zelensky und so weiter. Die Menschheit unternimmt nichts, sie können dann noch höseln, Ja. oder? Sie sagen, ja, gut, das ist richtig, was machst du? Gestoßen noch einen Haufen Geld, oder? Milliarden. Nicht nur Millionen, sondern milliardenweise. Und Waffen liefern noch und nöcher, damit der Krieg ja nicht aufhört, damit es weitergeht und weitergeht. Oder? Dabei sind die an der Regierung sind, die Nazis sind, nichts anderes als Kriegslüstern. Sie wollen Krieg und sie wollen sogar, dass der Krieg zu ihnen kommt. Ja. Oder? Hirnrissig. Ja. Und wer unterleidet wieder? Das Volk. Die Bevölkerung von jedem Staat, wo involviert wird. Aber eben, das Volk ist gleichgültig geworden, denkt nicht darüber nach, schaut nicht, stellt die falschen Leute, wenn Wahlen sind, werden die und diese und jene gewählt. Wenn man denen nur schon ins Gesicht schaut, wie man zum Beispiel der Zelensky, oder? Da habe ich ein Foto im Computer, wo du brüllend siehst, was der Mensch für ein Wesen, was für eine Gesinnung das er hat. Aber das Volk sieht das nicht. Die haben keine Erfahrung, die kümmern das nicht und so weiter und so fort. Sind absolut gleichgültig und verantwortungslos. Ja, werden da eventuell auch über das Mobilfunknetz eben im Geheimen, dass da
Frequenzen ausgesendet werden, dass die Das ist Bevölkerung... absolut im Rahmen vom Möglichen. Ja. Das kommt mir fast... Frequenzen, wo der Mensch sänftigen tun, oder? Dass er über das und dieses nicht nachdenken tut, sich keine Gedanken macht und so weiter und so fort. Eben, dass man das unbewusst aufnimmt, ohne es halt zu merken. Und ja, wie im letzten Weltkrieg, und das ist heute noch gang und gäbe, wo Sender stationiert werden und das Volk beeinflussen. Das ist im letzten Weltkrieg ist das gang und gäbe gewesen, so im Grossen, dass sogar die Journalisten gemerkt haben, dass sie beeinflusst werden von diesen Schwingungen. Und darum ist es ja auch an die Öffentlichkeit gekommen. Aber das ist in der Öffentlichkeit noch kurze Zeit, ist das wissensmässig mobil gewesen, also gegenwärtig, und dann ist es wieder vergessen worden. Es wird aber weiterhin so gemacht, dass das Volk durch die Schwingungen beeinflusst wird, oder? Ruhig gestellt wird, gleichgültig ist und so weiter und so fort. Ja. Und das wird rund um die Welt herum gemacht. Egal welcher Staat es ist. Es gibt keinen Staat auf der Welt, der das nicht machen tut. Ja. Selbst da in der Schweiz. Ja, ja. Einfach. Also es gab da ja einige Experimente, wo man da eben eine gewisse Botschaft ausgesendet. Das ist aber auch nie so ganz offiziell, glaube ich, rausgekommen. Aber dass man gewisse Botschaften eben als Radiofrequenzen oder in irgendeinem Spektrum, ich weiß nicht in welchem Spektrum, ausgesendet hat. Und das hat nicht jeder darauf reagiert, aber doch ein signifikanter... Die Großmasse reagiert. Genau. Die Großmasse reagiert. Hat da im Grunde unbewusst drauf reagiert. Also man konnte das da wirklich nachweisen, nachdem man dann diese Nachricht ausgesendet hat, dass dann auch eine dementsprechende Reaktion in der Bevölkerung war. Und das wird auch heute gemacht. Ja. In jedem einzelnen Staat wird das gemacht. Auch da in der Schweiz. Obwohl es bestritten wird nach Strich und Faden, es wird überall in jedem Staat gemacht. Neutralität hin und her, die sowieso zur Sau gemacht worden ist durch unseren Bundesrat und so weiter und so fort. Und wenn du die Schnurren aufmachst, reden tust, die Worte sagst, dann kommen's. Du hast es direkt vor den Augen, was passiert mit mir da oben, wo man versucht, mich da abzuschussen. Wir haben jetzt 28 Mal haben wir es probiert, auf die Art und Weise. Es ist glücklicherweise bisher abverreckt. Das kann mich morgen verwutschen, das kann mich heute verwutschen. Aber es ist ja so, wenn du die Worte sagst, dann musst du gewärtigen, dass du umgelegt wirst. Ja. Das Wort gilt rein gar nicht. Mit dem kannst du nicht regieren. Da will das Volk absolut nicht wissen. Und dann spielt einfach das drin, was die Regierung fördert, heimlich, ohne dass das Volk eigentlich weiss, die Religion, der Glaube. Und wer religiös glaubt, glaubt auch den Scheiß, was die Behörden erzählt. Ja, daher haben die Behörden oder eben die Regierung eben da auch dran Interesse, dass jede Kirche bestehen bleibt. Ja. Ja. Und jeder Tempel und weiss sich was alles. Ja. Weil eben eine gläubige Bevölkerung leichter zu regieren ist. Richtig. Ein Volk, das nicht an den Seich glauben und selber denken würde, mit der könntest du nicht auf diese Art alles in die Pfanne hauen, wo sie sagen, ja, regieren.
Oder? Es ist ein Missregieren. Ja. Oder? Es ist eine Falschheit dahinter. Es ist nicht das, was müsste sein. Es gibt folglich auch keine Freiheit. Es gibt keinen Frieden und nichts. Es gibt nirgends in keinem Land auf dieser Welt einen wirklichen Frieden. Es beruht alles nur auf dem, dass das, was zustande gekommen ist, der Scheinfrieden, oder, beruht auf dem, dass das geschaffen worden ist durch Krieg. Es ist also nie ein Frieden zustande gekommen durch das, dass sie angefangen haben zu denken, das Volk angefangen hat zu denken, die Regierung angefangen hat zu denken, in richtigem Rahmen und sich eine Freiheit geschaffen hat, einen wirklichen Frieden erschaffen, ohne Gewalt, oder? Das hat's nie gegeben auf der Erde, schon von Alters her nicht. Und gibt's auch weiterhin so lange nicht, wie der Mensch nicht umkehren tut und endlich den Skifrieden auf die Seite schieben tut und anfängt zu denken, wirklich denken und Frieden schaffen, ohne jegliche Gewalt. Und solange das nicht passieren tut, wird es Krieg geben, wird Mord und Totschlag, Hass und Streit und alles, was nicht sollte sein, wo Unfrieden schafft und wieder Krieg schafft und wieder Skifrieden schafft. So nimmt sie kein Ende. Erst dann, wenn der Mensch mal anfängt, richtig zu denken. Ohne Gewalt. Ja. Und sich auch eine Freiheit schaffen tut. Eine Freiheit ist im Denken. Eine richtige Freiheit, die Sache richtig anschauen. Ohne irgendetwas zu glauben, sondern die Sache nach dem sehen, was die Wirklichkeit und deren Wahrheit ist. Anders geht's nicht. Ja. Und das geht seit Jahrtausenden schon so auf dieser Welt. Ja, du schreibst ja eben, dass in den letzten 10.000 Jahren nur 250 Jahre Scheinfrieden. Skifrieden, ja. 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 Nur Skifrieden. Dann jeder Krieg bringt Sieger hervor und der Sieger bestimmt nachher nach seiner Art und Weise, wie etwas verhalten ist. Oder? Macht Gesetze, Verordnungen, Reglement und so weiter und so fort. Und wer sie nicht anhält, kommt an die Kasse, gerichtlich, oder wird gerade umgebracht, hingerichtet und so weiter und so fort. Also, es ist alles nur Schein. Schein, Lug und Trug. Ja. Und der Mensch glaubt das. Es sei wirklich Frieden. Es ist aber wirklich nur Skifrieden und eine Skifreiheit. Du darfst nicht einmal nach dem, was in der Regierung geht, dürftest du nicht einmal selbstständig denken. Das ist eine Gefahr für dich. Ja. Das ist, worauf es ja hinausgeht, also über dieses, wie es in China ist, mit diesem Sozialkreditsystem. Wenn du da eben wenig Punkte hast, hast du auch wenig also keine Privilegien oder überhaupt keine Freiheiten. Und wenn du eben so dich eben immer schön an alles hältst, hast du so minimale Freiheit. Genau. Und die Reichen, die fahren im gleichen Stil weiter, wie es früher war, oder? Genau gleich. Machen sie es noch heutzutage so. Wenn du zum Beispiel nimmst, wo 1800, wann ist das gewesen? 1820, 1830, hat Mexiko abgeschafft den Menschenhandel, also Sklaverei. Es hat keine Sklaven mehr verkauft oder verkauft werden und so weiter. Und das ist 20 Jahre später, hat das noch immer eine Firma gemacht, schwarzerweise Sklaven geholt und verschippert.
Und das Schiff ist dann nachher untergegangen, ist versoffen im Meer, irgendwo vor der Küste vor Mexiko und so weiter und so fort. Und das ist eine reiche Firma gewesen, Gebrüder, eine Firma von Gebrüdern, wo grosse Schifffahrt hat. Also Schifftransporter und so weiter und so fort. Und 20 Jahre später haben sie noch Sklaven geholt und Sklaven verschippert. Nachdem das 20 Jahre vor 20 Jahren verboten worden ist. Und ich weiss nicht, haben sie das Schiff gefunden in der Zwischenzeit oder nicht. Jedenfalls ist es dann schlussendlich einmal abgesoffen. Ja. Ja. Ja, aber auch von Regierungsseiten her, dass sie eben dann immer sagen, sie würden sozusagen die Ordnung aufrechterhalten. Aufrechterhalten in Wirklichkeit werden Krämpfli, verbrecherische Krämpfli drehen noch und nöcher. Ja. Ja. Und die Leute immer wieder, immer neu unterdrückt. Genau. So wie es zum Beispiel jetzt da in der Ukraine oben passiert, oder? Man geht gegen Korruption vor. Die man nicht mag leiden, jagt man in die Luft. Und die man leiden mag, mit denen, wo man angeblich eine Freundschaft hat und so weiter und so fort, die lässt man laufen. Es heisst ja eben, die Kleinen hängt man auf, die Großen lässt man laufen. Ja, selbst nach Zelensky wird dann wieder irgendein Korrupter gemacht kommen. Genau. Und so ist es in jedem Land drin. Kannst schauen, wo du willst. Ob es in der Schweiz ist oder oder in England oder sonst in Amerika oder sonst ein Land. Überall ist Korruption, überall wird geschmiert und so weiter und so fort. Und wenn sie mal einen verwischen und es wird publik, dann machen sie es wie China, dann legen sie ihn um. Offiziell wird er dann umgelegt, wie sie jetzt diese Woche gemacht haben. Ja, und dann wird halt der zum großen Sündenbock. Ja, genau. Und der ist sozusagen der schlechte Apfel, aber alle anderen sind die Guten, obwohl die auch alle... Die können dann weiter wursteln im alten Rahmen, aber wehe, lass dich nicht erwischen. Mhm. Oder? Ja. Da haben sie jetzt, China hat jetzt einen Top-Manager hingerichtet wegen Bestechung und Korruption, weil sie ihn verwünscht haben. Es ist öffentlich geworden. Ja. Und, aber in den meisten Fällen wird das dann nur öffentlich, weil der irgendwas im Hintergrund getan hat, was die nicht wollten? Oder? Ja, genau. Oder sie brauchten Sündenbock? Genau. Weil das Gerede aufkam irgendwie, jetzt müssen wir irgendjemanden über die Klinge springen. Genau. Damit sich das Volk wieder beruhigt. Ja, genau so ist es. Und also entweder hat er was falsch getan oder er hatte halt Pech, dass sie ihn auserwählt haben, dass er dran glauben muss. Ja. Weil, anders geht's leider nicht. Ja, so ist ihre Dass Politik. Ordnung geschaffen wird, wirklich Ordnung ohne Gewalt und mit Ehrlichkeit und so weiter und so fort, ohne Betrug, ohne Lüge. Das muss einfach in dieser Welt, wo wir da haben, auf der Erde, vergessen. Denn das Gros der Menschheit ist genau so geordnet. Und zwar glaubensmäßig, hauptsächlich, weil das der Punkt ist, der Glaube vom Mensch, dass alles gut laufen tut, wo in Wirklichkeit schlimmer nicht könnte sein. Ja, gerade das Geldsystem. Ich wüsste nicht, wie sie schlimmer machen wolltest. Also der ganze Aktienmarkt, also Wall Street oder eben London oder Frankfurt,
Das ist reine Zockerei. Ja. Es geht nur ums Geld. Ja. Genau wie es im Mittelalter war mit dem Hexenwesen. Es ist gesteuert worden von oben runter, von den Reichen. Ja. Und zugleich ist die Seuche gsi, genau wie man sie heutzutage hat, mit den Drögler, mit der Süchtigkeit von den Drogen. Das hat es dort mal 200 oder 240 Jahre lang hat's das schon gegeben. Und da sind hauptsächlich nur Frauen involviert gewesen. Und Frauen sind verschrauen worden wegen dem, weil sie geschaut haben, dass alles in der Ordnung ist. Und sie versucht haben, alles zusammen richtig zu machen. Und dann hat man sie so weit gebracht, dass sie süchtig geworden sind von dieser Paste. Es war eine Paste, die sie haben können auf die Haut streichen oder einreiben. Und das hat dann nach ihnen eben gewirkt. Und da sind die Frauen manchmal bewusstlos geworden, stundenlang geschlafen und so weiter und so fort. Und wilde, böse Träume gehabt und so weiter. Und dann hat sich das verbreitet, oder? Ja, man reitet auf Besenstiel rum und einige Zeichen, oder man hat sexuellen Kontakt mit dem Teufel, oder man ist Zustem verfallen und so weiter und so fort. Und das ist gesteuert worden von oben runter. Das ist gesteuert worden von den Reichen. Weil die Frauen zu viel Ordnung geschafft haben. Weil die Frauen Ordnung geschaffen haben. Auch heute ist es so, die Frauen schaffen eigentlich das, was Ordnung ist. Wenn du schauen und rund um die Welt herum sind die Frauen dasjenige Wesen, die Ordnung schaffen. Ja, also die ganzen Kriege und dieses verrückte Geldsystem, das ist alles Männersache. Ja, ja. Und die Kriege ziehen ja die ganze Gesellschaft, Ja. den Gesamten immer in den Abgrund. Ja. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, die Bevölkerung leidet dann drunter. Genau. Ne? Nicht die an der Macht sind. Ja. Und, Ja. oder am wenigsten. Ja. Ja. Und wenn die, wo einen Krieg provozieren, ausführen lassen, oder wie der Trampli zum Beispiel, oder? Der fördert den Krieg noch und nachher. Genau wie in Deutschland der März und so weiter und so fort. Und, wenn die durchkommen, wenn das gemacht wäre, was richtig wäre, dass sie selber müssten an der Front stehen und sich den Schädel blutig schlagen. Statt ihre Mörderorganisationen, die sie aufziehen mit dem Militär. Oder? Dann sieht die Welt einen Haufen besser und anders aus. Ja. Aber die stehen ganz sicher nicht her ab Front und verhauen sich dann an den Schädel und so weiter und so fort. Die machen das nicht. Die wollen in Herrlichkeit und Freude und Sicherheit leben. Ja. Und kommt es so weit, dass halt nicht mehr anders geht, dass sie halt verlieren, dann jagen sie sich einfach Kugeln in den Grind. Ja.